herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir haben heute einen neuen Gast bei uns, und zwar ist das mein jüngerer Bruder Flo. Genau, hi. Er kommt mich heute hier einmal besuchen oder jetzt hier für das Wochenende, und wir haben uns halt überlegt, es wird mal Zeit wieder für eine Runde Bolt Action. Flo hat es mal vor einigen Jahren gezockt, das ist schon echt eine ganze Weile her. Und wir haben gestern schon mal ein paar Testspiele gemacht. Da bist du recht gut reingekommen. Ja. Das war ziemlich easy, und das wollen wir euch heute einfach mal zeigen, wie man jetzt als Anfänger hier reinkommt, wie man hier einsteigt in das Spiel. Wie ihr sehen könnt, wir haben die Platte etwas reduziert. Wir spielen jetzt auf 2×2. Wir haben uns entschieden für die US-Amerikaner und die Deutschen, genau. Haben 500 Punkte gestellt. Das werden wir euch jetzt hier gleich einmal zeigen, was wir jetzt praktisch eingepackt haben. Stellen euch die Armeen einmal vor, und dann würde ich sagen, geht es auch direkt los. Fangen wir an, genau. Bis gleich. Okay, jetzt stellen wir euch hier einmal die Armeen vor. Wir haben jetzt insgesamt 6 Order Dice. Wir fangen jetzt hier einmal mit den Deutschen an. Wir haben uns hier für einen mittleren Mörser entschieden mit Spotter. Dann natürlich den Offizier, einen Veteranenleutnant mit Assistenten, ausgerüstet mit jeweils einem Sturmgewehr. Dann haben wir einen Flamer als Waffenteam, auch Veteran. Dann haben wir eine Veteran-Grenadiertruppe, ausgerüstet mit 3 Karabinern, 3 Sturmgewehren, und der NCO hat eine MP. Und dann haben wir noch 2 reguläre Heerestrupps, hier in dem Fall ausgerüstet mit Karabinern, und der NCO hat eine Submachine Gun, also eine MP. Und dann nochmal das gleiche, nur hier haben wir noch ein LMG, ein leichtes Maschinengewehr mit drin, und der NCO hat auch eine MP. So, kommen wir zu den US-Amerikanern. Wir haben hier auch einen mittleren Mörser mit Spotter. Wir haben den Offizier mit jeweils einer MP, also Assistent mit MP, Veteran natürlich. Wir haben uns hier für einen Sniper entschieden, auch Veteran. Dann als Sekundärbewaffnung MP. Dann haben wir einen regulären Trupp, normale Infanteristen mit 2 Bars. Das gleiche nochmal. Und dann haben wir noch einen Veteranentrupp, der dann aber 3 Bars hat, und der NCO jeweils mit einer Submachine Gun. Das war's, jeweils wie gesagt 6 Order Dice, und wir würfeln jetzt einmal, wer welche Truppe übernimmt und welche Seite, und dann geht es direkt los. So, Flo fängt an, wir würfeln jeweils die Fraktion aus und die Seite. Wollen wir zuerst die Seite auswürfeln? Ja. Okay. Das Grün ist immer gut. Jupp. Dann... Wir haben eine 4 und eine 3. Ja. Okay, ich denke, ich bleibe bei den Deutschen. Okay, alles klar. So, dann noch die Seite. Ich starte mit einer 2. Auch eine 2. Nochmal 3 und eine 6. Dann kannst du dir auch die Seite auswählen. Dann entscheide ich mich wieder mal für den Ortshäuserkampf. Ich starte hier drüben. Alles klar, hier könnt ihr euch auch nochmal eben die Platte anschauen, die wir hier vorbereitet haben. Bisschen verteilt Gelände, also eine kleine Stadt, kleines Dorf mit schon bereits zerstörten Gebäuden. Etwas Wälder noch an Gelände. Und das reicht, sage ich mal, auf so einer relativ kleinen Platte aus. Und wir starten im Prinzip alle draußen, das heißt 6 Runden werden gespielt. Alle Würfel kommen in den Sack. Wir ziehen direkt die Truppen von draußen nach innen. Also es wird nichts aufgebaut, außer die Spotter gleich und der Scharfschütze. Das werden wir jetzt gleich noch machen, und dann geht's los mit der Runde 1. So, Sniper und Spotter sind gestellt. Auf amerikanischer Seite ist hier der Spotter vom Mörser versteckt. Und der Sniper hier. Und vom Flo, der deutsche Spotter, ist hier in dieser Ruine versteckt. So, let's go. Runde 1. Flo hat den Sack und zieht den ersten Würfel. Es ist ein Deutscher. Ja, dann kannst du gleich hier praktisch starten.
Wie gesagt, wir ziehen von draußen rein. Das soll ein erster Zug wird sein, ein kleiner Run. Okay. Geschehen. Welche Einheit nimmst du? Ich werde mich mit meinem Veteranentrupp aufs Schlachtfeld begeben. Ja. Alles klar. Also Flo macht hier den ersten Trupp per Run auf das Spielfeld. So, der zweite Würfel ist ein Oliver. Hier können wir nochmal sehen, Flo's Veteranentruppe hat sich hier am Haus positioniert. Und ich starte in der Tat mit meinem Mörsertrupp. Den werde ich jetzt positionieren. So, wir haben das weitere Reinrücken jetzt in der Runde 1 ein bisschen off-cam gemacht. Das heißt, wir zeigen euch eben, was jetzt hier im Einzelnen passiert ist. Wir fangen jetzt mal eben hier bei den Amerikanern an. Auf der rechten Flanke ist ein regulärer Trupp bis hier an der Waldgrenze vorgerückt. Hier auch nochmal ein regulärer Trupp mehr im Zentrum, unterstützt von dem Offizier. Und dann mehr links die Veteranen. Der Mörser hat sich hier platziert. Der Sniper ist im Ambush gegangen, hat also praktisch jetzt keinen anvisiert. Dann geht es hier weiter, Flo. Was ist bei dir passiert? Genau. Also bei mir ist es so gewesen, ich habe diesen standardregulären Trupp, der kein LMG hat, hinter diese Hauskante verschoben. Mal gucken, was ich mit dem genau machen werde. Mein Spotter ein bisschen absichern. Dann doch zentral über die Mitte habe ich meine Haupteinheiten reingebracht. Das ist einmal der reguläre Trupp mit dem LMG. Hier drüben meine Veteranen haben sich auch schon in Formation gebracht. Der Offizierstrupp hier hinter. Meine Flammenwerfer, meine Veteranen ebenfalls mit an den Trupp angegliedert, mehr oder weniger. Bisschen dahinter, um den Vorstoß von denen zu sichern. Und meine Mörser habe ich an seiner rechten Flanke gesichert im Haus in Stellung gebracht. Genau, das ist im Prinzip Runde 1 gewesen. Erstmal relativ unspektakulär, nur die Truppen reingeschoben. Und jetzt geht es los mit Runde 2. So, wir starten mit Runde 2. Flo zieht den ersten Würfel. Es ist ein Deutscher. Ja, dann leg mal los. Okay. Wir haben übrigens hier auf amerikanischer Seite den Ambush liegen lassen für den Sniper. Okay. Ich werde meinen Veteranentrupp nochmal eine Run-Bewegung machen lassen. Okay. Mein Maßstab. Das wäre dieser Trupp hier, genau. Und zwar werde ich hier links flankierend um das Haus herumlaufen lassen. Mhm. Praktisch an diese Ruine. Genau. Und dann hier hinten in der Höhe wieder ihre Stellung beziehen lassen. Okay. Dann Flo hat den nächsten Würfel. wollen wir die Sache mal ein bisschen abspeisen. Mal gucken, was bei rumkommt. Okay. Also mein Spotter hat natürlich hier einwandfrei eine amerikanische Bewegung erkannt und hat sich gedacht, er gibt jetzt einfach mal eine Feuerleitlösung an das Mörser-Team. Okay. Ja gut, es ist ein mittlerer Mörser, der kann ja bis 60 Zoll. Ich denke mal, Reichweite wird passen. Kannst ja trotzdem mal nice to know mal abmessen. Sind wir bis Mitte beim Trupp circa 36 Zoll. Jo. Ja, dann kannst du ja einmal würfeln, ob das Ganze hier funktioniert. Eine 6. Nein. Eine 2. Aber nächste Runde. Genau, wenn die Einheit sich nicht bewegt, würdest du die dann beim nächsten Mal auf eine 5 treffen können. Genau. Alles klar. Ja, dann kannst du den nächsten Würfel ziehen. Es ist ein Oliver.
Alles klar. So, ich habe den Würfel. Ich würde hier auf der rechten Flanke praktisch den regulären Trupp für einen Advanced aktivieren. Das heißt, ich würde dann nochmal schießen wollen. So, das heißt, die sind hier und versuchen jetzt hoffentlich ein paar Treffer bei deinen Veteranen unterzubringen. Wird sich zeigen, ob mir das gelingt. So. Okay, ich messe jetzt mal eben die Distanz. Wir haben hier vorne den NCO mit einer MP, der kann noch. Der hat allerdings lange Reichweite dann. So, der letzte Gewehrschütze hat eine Distanz von, der ist auch unter 12, das passt alles. Das heißt, die sind kurz, die Bar und die Gewehre. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Schüsse auf kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ich mache erstmal die MP. So, das sind sowieso Amerikaner und das ist eine Sturmwaffe, also kein Abzug auf die Bewegung. Wir sind weiter bei einer 3. Wir haben allerdings eine lange Reichweite. Dann sind wir bei einer 4. Aber Flo, seine Einheit ist mehr als die Hälfte nicht verdeckt. Das heißt, er profitiert hier nicht von Deckung. Genau. Also gibt es da auch keinen Malus, also treffe ich auf die 4. Na dann, hören Sie. Ein. So, ich mache gleich mit Verwundungswurf. Es sind Veteranen, das heißt, ich muss auf die 5 verwunden. Nope. Sehr gut. So, die restlichen Schüsse. Aber rein theoretisch kriege ich ja schon den, oder? Ein Pin würdest du jetzt schon mal bekommen, das ist der richtig. Pin wandert schon mal hin. Und jetzt machen wir die restlichen, die treffen auf die 3. Da ist eine 1 und eine 2 noch dabei. So, jetzt kommt der brutale Wurf. Wie immer. Genau, Snake Eyes. Ich will ganz viele Schlangen sehen hier. Ich sehe 2, 3, 4. So, jetzt haben wir hier. Das ist Pain, Ja, das ist wirklich Pain. Jetzt haben wir auch 3 Sechsen. Das bedeutet, ich kann noch mal picken. Vielleicht haben wir noch eine 6. Nope. Das heißt aber, Flo, 4 Mann müssen raus. Und das heißt, du musst sogar checken. Ja. Du hast dann Minimum die Hälfte verloren. 1, 2, 3. Was haben wir noch? Das ist ein MP, das andere ist ein Sturmgewehr raus. Ja, du musst noch ein Sturmgewehr rausnehmen. Ja. Das ist natürlich sehr sad. Ja, das hat schon wieder ganz schön reingehauen hier, Okay, jetzt müsstest du checken, Flo. Minus 1. Das sind Veteranen, also 9. Jo, das passt. Ja. Stehen und können weiter kämpfen. Ja, schade. Jo. Alles klar, Flo. Dann der nächste Würfel. Es ist Oliv. Ich bin wieder dran. Americano. So, diese Einheit hat sich ja jetzt gerade schon mal bewährt. Wir würden jetzt einfach mal die Gunst der Stunde nutzen und ich würde ein Snap to Action machen, Flo. Gibst du mir noch einen Befehlswürfel? Sicher. Ja, weil wir haben hier den Offizier, der ist 6 Zoll Reichweite zu dieser oder zu dieser Einheit. Ich würde jetzt hier mit den Veteranen mich bewegen und mit dem Offizier praktisch hier über die Flanke nochmal einen Run machen. So, die Bewegung ist abgeschlossen. Wie gesagt, hier der Veteranentrupp mit einem Run hier Richtung Ruine bei dem Sniper. Und der Offizier ist auch ein bisschen ins Zentrum rein, aber noch ein bisschen versteckt. Alles klar, Flo. Dann kannst du, würde ich mal sagen, den nächsten Würfel ziehen. Es ist schon wieder Oliv. Yes. Ja, finde ich das so toll. Ich finde es gut. Ja, das glaube ich. Ja. Hier ist ja mein Spotter. Was sieht er denn? Der sieht aber eigentlich auch nicht so viel, ehrlich gesagt.
Der sieht gar nicht so viel, weil du noch sehr gut versteckt bist. Ja, dann laufe ich jetzt hier mit der regulären Einheit im Zentrum und würde jetzt mal knallhart... Kannst du den Nose auf Ambush stellen? Nee, keine Ahnung, ich werde mit denen einfach jetzt weiter ins Zentrum vorrücken. Was soll's, es kann mir jetzt erstmal noch nichts gefährlich werden. So, die Truppe, wie gesagt, hat sich jetzt hier ins Zentrum bewegt, auch ein Run. Und damit kann Flo den nächsten Würfel ziehen. Jetzt musst du mal ziehen, ich habe okay. gezogen. Ich ziehe. Grau. Das schmeckt. Okay. Ja. Machen wir da. Ja, du hast ja noch viele Optionen. Ich habe vor, eine kleine advanced Bewegung durchzuführen, wohl wissend, dass deine kleinen Einheiten relativ gut Stellung bezogen haben. Ich will es aber trotzdem ein bisschen wissen, weil ich meine Verluste etwas ausgleichen möchte. Okay. Und führe mit diesem Trupp eine leichte Seitwärtsbewegung durch. In der Hoffnung, dass ich deine Bevölkerungsgruppe da drüben ein wenig dezimieren kann. Ich habe ja auch ein LMG dabei, das stimmt. wovon ich mir wünsche, dass da ziemlich viel Schaden bei rumkommt. Genau, gucken wir einfach mal, was passiert. Okay. Also für mich wieder grob zum Verständnis. Wir haben eine Distanz zu dir von, ja, vorne angesehen sind es 12, 13, 14 Zoll. Was für mich wieder bedeutet, dass der MP-Schütze einfach nur der nutzlose Teil der Truppe ist. Ja, das stimmt. Der kann jetzt nicht. Nichtsdestotrotz, ich habe ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Karabiner, die dann aber dennoch auf eine lange Distanz schießen, weil über 15 Zoll. Hast du schon den Loader mit abgezogen vom MG? Einer darf ja nicht schießen. Stimmt, richtig. Ich habe nur 5 Schützen, genau, weil der Loader vom MG dabei ist. Genau, du hast also im Prinzip 4 Karabiner, die du jetzt schießen darfst. Genau. Und das 1, LMG. 2, 3, 4 und das LMG. Genau. So, wir sind also bei allen Waffen auf einer langen Distanz. Beim LMG nicht. LMG ist unter? 18. Also ab 18 Zoll ist kurz praktisch. Ja, dann wird es wieder ein bisschen tricky jetzt, ne? Genau, dann kannst du ja erstmal die Karabiner, oder? 5 Karabiner. 5, 6, 7, 8, ja, das passt. Ich habe 5 Karabiner, die auf eine lange Distanz schießen. 4. Wegen dem Loader, oder? Ach, 4. 4 Karabiner, die auf eine lange Distanz schießen. Problematik dabei ist natürlich wieder, sie haben sich bewegt und bekommen deswegen halt wieder ein Minus von 1 und du befindest dich in einer schweren Deckung, so wie ich das sehe, oder? Richtig. Also nochmal 2. Das sind wir bei einer 6, das ist bei einer 7, dann muss ich wieder eine Doppel-6 würfeln, um dich verwunden zu können, so richtig? Keine 6, also war es das erstmal für die Karabiner. Gut, da habe ich jetzt noch meine glorreichen 5 Schuss. LMG, genau. Mit dem LMG. Und das hat keinen Abzug auf die Bewegung. Da bleibt Doch. Nur... Bewegung ja, aber nicht lange Reichweite. Okay, also Bewegung minus 1, dann... Ja, das sind wir auch bei einer 6. Auch bei einer einfachen 6. Bei einer einfachen 6, richtig. Die Würfel, das ist immer sehr weit. Das passt, also kann ich die 6 noch schon mal abschreiben. Gut. Ja, damit hat der Trupp in die Heide geschossen. Genau, leider gar nichts getroffen, also kriege ich auch keinen Pin. Und wir ziehen den nächsten Würfel. So, Flo hat sich selbst nochmal gezogen. Das heißt, er kann wieder einen Trupp aktivieren. Ich bin ja schließlich unbelehrbar. Und ich habe hier hinten noch einen Trupp, der zu 4 Personen eine Sicht auf diesen Trupp hat. Das stimmt. Bei der Distanz, da müsste ich jetzt schätzen, ich denke mal so 19 Zoll. Ich liege einfach mal göttlich, das sind 19 Zoll bis zum ersten Schützen. Das heißt, mein Peak-Schütze ist wieder mal der wichtigste Teil der Truppe. Aber ich habe diesmal mehr Karabiner, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karabiner und ich habe mich nicht bewegt. Sie befinden sich auf einer freien Pläne vor mir, da ist bloß einer nicht ganz einsehbar, das heißt, sie profitieren von keiner Deckung. Genau. Und deswegen denke ich mal doch, dass ich auf eine 4, bei reguläre Truppe,
Genau, also normal wäre die 3, du hast nur die lange Reichweite, das ist die 4 und sonst nix. Genau, du würdest jetzt auf die 4 treffen. Wie viele Schützen hast du, die jetzt schießen können? 6 Stück. 6 Leute, okay. Also wie gesagt, mein wichtigster MP-Schützen. Ja. Dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. 2 trotzdem nur. Ich bin ein richtig guter Das Würfel. ist- Aber es sind ja deine Würfel, nicht meine. Deswegen also. Ja, So, ja. reguläre Truppe verwunde ich dann nochmal auf 4. Richtig? Nee, das sind Veteranen sogar, die in der Mitte. Ach komm. Nee, du hast recht, die Veteranen sind da hinten. Aber du hast, ja, eine 4. Ja, Das Gott sei heißt, Dank, einen hast du rausgeholt, also aber... definitiv ein Pin und ein Verlust. Genau, Pin kannst du mir schon mal hinlegen und ich nehme hier einen Kameraden weg. Alles richtig. Muss mich nochmal korrigieren, die hier auf der linken Flanke waren, die Veteranen. 1, 2, 3 Barschützen. Ja, Genau. das ist der Veteran. Ja, das ist Gott sei optisch, Dank, ja. optisch ein bisschen schwer zu erkennen, ist nur jetzt die Bewaffnung. Ja, das war ja erfolgreich. Da hast du da zumindestens Treffer anbringen können. Ja, eine Lache reicht noch nicht ganz, aber das hat schon Ja, geschafft. gut. Das ist ein Pin, ne? Ich kann auch einen Moralwurf wieder verkacken und dann stehen die da in der Heide. Das wäre schön. Ja. So, ich ziehe den nächsten Würfel und ziehe mich selbst. Ja. Gut, ich habe ja nun praktisch nur noch den Mörser, wenn ich recht liege, ne? Und der Spotter sieht jetzt zumindest die Kameraden da hinten auf der Straße. Und das heißt, die werde ich jetzt anvisieren und versuchen drauf zu schießen. Ja, wir messen einmal und ja, brauchen wir eigentlich nicht messen, 32 Zoll und würde einmal versuchen, Paya eine 6 zu würfeln. Oh, ich hab's schon gesehen, da ist das ekelhaft, ja. Aber nope. Das Okay. bedeutet, wenn die da stehen bleiben, deine Leute, dann auf die 5. Dann keine schweren Einschläge. So, Flor, die letzten 2 Würfel für diese Runde. Also ich habe noch 2 Sachen, die ich gerne machen will. Einmal schreit es bei mir noch nach Revanche. Okay. Ich werde meinen Offizier mit seinem Assistenten nochmal eine advanced Bewegung durchführen lassen. Mhm. So, Und die wollen schießen, oder was? genau, die wollen da hinten nochmal deinen pöbelnden Trupp ein wenig einrollen. Okay. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine nicht näher definierbare Distanz, wahrscheinlich auch wieder so Du 19. musst mindestens 18 haben für die Sturmgewehre. Aber hast du doch. Ja. Du hast 15 oder 16. Ja, Dann treffen die auf jeden Fall, aber es ist lange Reichweite. genau, das ist aber nicht schlimm. Also du hast keine Deckung, von der du profitieren kannst. Genau. Ich würde dich auf eine 4 treffen. Ich Richtig. habe pro Sturmgewehr, wenn es richtig war, 2 Schuss. Genau. Die nehme ich jetzt mal nicht, die haben jetzt viele Einsen gewürfelt. Ja. Okay. Ja, dann zeig mal. Das klappt hier. Ja, einen. Deine Würfel sind richtig schäbig. Und es sind reguläre, außer auf die 4. Ja, reicht doch. Gott sei Dank, also wenigstens einer hat seine IGF-Daten geschossen dieses Jahr. Und deswegen bekommst du jetzt einen kleinen Verlust von mir. Genau, einer ist weg. Einer geht nach Hause und es gibt hier natürlich auch einen Pin. Genau. Die letzte Bewegung meinerseits wird dann etwas unspektakulär. Okay. Ich werde einfach nur meinen kleinen höllischen Hans etwas näher hier ans Haus rankuscheln. Okay. Und das ist dann auch schon alles. Alles klar. Ja gut, dann hat mein Sniper jetzt hier auch jetzt nichts gerissen, weil er jetzt nichts irgendwie gesehen hat, was er hätte mit seinem Ambush jetzt beschießen können. Aber ist nicht schlimm. Das war die zweite Runde und wir gehen in Runde 3. So, willkommen in Runde 3. Jetzt wird es langsam hot. Das heißt, es geht ans Eingemachte und wir fangen an mit den Deutschen. Sehr gut.
So, Flo hat sich entschieden, ein Snap-to-Action zu machen. Wo ist denn dein Offizier? Willst du ein? Offizier ist hier. Genau. Oder willst du sogar zwei? Dann könntest du... Kann ich das prüfen, ob die 6 Zoll ran stehen? Ja, das kannst du machen in dem Fall, weil wenn du dich entscheidest, ein Snap-to-Action zu machen... Ja, 6 Zoll ist die Mitte des Trupps. Genau, weil Flo ist deutsche Fraktion, das heißt, er hat immer einen Snap-to-Action mehr, den er jetzt praktisch nutzen kann. Also eine Einheit darf er mehr aktivieren. Hast du jetzt 3 Würfel? Okay. Dann will er jetzt hier seine Macht ausspielen auf der Flanke. So, also erstmal will ich hier meinen Veteranentrupp entpinnen. Die profitieren ja dank der 6 Zoll vom Moralwert des Offiziers. Richtig. Und das hat funktioniert. Das heißt, Pin ist weg. So. Dann bewegen die sich noch ein gutes Stück nach vorn. Ich würde jetzt einfach mal dieses Stück an diese Hauskante ziehen. Ja, die brauchst du nicht ablassen. Also du willst ein Advanced machen, okay. Genau, die machen eine advanced Bewegung. Mhm. So, ich mal ganz kurz meinen Zuli. Also wohl noch den Trupp. Hat 7 Zoll bis zum ersten, das ist immer noch lange Distanz für die MP Für die MP ist das immer noch lang, ja. Okay. Aber Sturmgewehre sind praktisch kurz. Ich gehe nicht down, also von daher alles okay. 2, 4, 5. Ne, du hast 6 Schuss sogar. Die MP hat ja auch 2 Schuss. Stimmt. Das ist eine Sturmwaffe. Nur die MP ist halt auf lang. Ja. Und die andere. Also die MP hat eine Doppel-6, das passt. Die trifft schon mal und die treffen alle. Die treffen alle. Das schmeckt. So. Jetzt die Verwundung war auf 4. Richtig. Das sind regulär, genau. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hätte ich doch down gehen müssen, ne? Ah, 2 tot. Naja. Aber da wird ja schon mal der Pin auf 2 gesetzt. Ja, das stimmt. Das schmeckt. So, wir nehmen 2 Gewehrschützen raus und Pin auf 2. Haben es schon mal gut gerecht, die Jungs da, ne? Ja. Jetzt steht es nämlich 4:4 bei den Trupps von ausgeschalteten Aber das soll Menschen. es noch nicht gewesen sein. Ich drangsaliere die noch ein Stück weiter. Okay. Weil der Offizier, der wird noch mal ein gutes Stück hinterher ziehen. Ja. Und er denkt sich ebenfalls, die müssen brennen. Ist das immer noch kurz? Kannst du mal kurz checken? Die haben 2 Distanz Sturmgewehre. her ist das 9 Zoll? 9. Ja, komm, das passt. Das ist noch kurz. Passt. Dann ebenfalls 4 Schuss. 3. Mhm. Oh, der war nicht so gut. Ja, lächerlich, aber das ist ja wieder der Offizier mit seinem IGF-Schießen, also. Ja, Kannst kannst du dann picken. kann ich sogar nochmal picken. Warte, Ja. kann ich schon picken? Du oder? kannst jetzt noch mal einmal würfeln. Ne, nicht gefickt. Okay. Aber Aber ich habe sie unter 50% geschossen. Deswegen müssen sie sofort einen Moralwert ablegen. Ansonsten get down to your business. ja. So, wir haben 2, das sind reguläre. Oh. Ich gönne ihm eine richtig hohe Zahl. Oh, Schwein gehabt. Verdammte Axt, ja. Ja gut, okay. Dann kannst du immer noch, du hast ja den noch aktiviert. Genau. Da kannst du hier den Würfel erst nochmal hinlegen bei dem Offizier, den Order Dice. Genau. Damit wir wissen, dass der jetzt hier was gemacht hat. Der advanced Kamerad. Richtig. Und jetzt hast du ja noch den Trupp hier aktiviert. Genau. Dann kannst du mit denen jetzt noch eine Aktion. Ja. Also ich werde jetzt Folgendes machen. Ich kann die jetzt rein theoretisch wieder bewegen, was halt wieder dazu führt, dass sie halt schlechter treffen. Ja. Deswegen lasse ich sie einfach stehen, riskiere halt wieder, dass der MP-Schütze nicht schießen kann. Aber ich würde nochmal diesen Trupp ins Visier nehmen, das hat ja vorher noch so weit funktioniert gehabt. Da haben die halt nach wie vor eine schwere Deckung. Das ist richtig. Aber ich würde halt auf eine 5 treffen, weil ich mich nicht bewegt habe. Mit dem LMG, ja. Aber die regulären Karabiner sind ja immer noch lange Reichweite. Stimmt, genau. Die würden auf eine 6 treffen. Also du musst jetzt nicht die Doppel-6. Würfel auf eine 5 und Genau. die Karabiner treffen auf 6. Das sind 3, 4 Karabiner. 4 gewesen, genau.
Richtig. Also hast den Beschuss jetzt etwas verbessern können. Fängst an mit den Karabinern. Ja. Also auf die 6. Nope. Das war an sich gar nicht mal so hässlich, aber reicht leider Reicht leider nicht. Und das LMG jetzt auf die 5. Eine 6 zumindest, also schon mal ein Pin. Geht hoch. Und das sind reguläre. 4. Genau. Ah, Kipp, musst du nochmal würfeln. Gott sei Dank. Außerhalb des Spielfelds kannst du nochmal würfeln. Ja. Außerhalb der Platte. Ich hab mich konstant nach unten verbessert hier. Oh Mann. Ja gut, Pin geht hoch, ist ja auch schon mal was wert. Das kann ja schon dazu führen, dass ich hier nichts machen kann. Da habe ich jetzt hier gerade War eine gute Aktion. eine sehr gute deutsche Aktion geliefert. Ja, Mit also meinem Doppel-Snap to Action. definitiv. Hat sich hier gelohnt und die Truppen unter Bedrängnis gebracht. Alles klar. Das heißt, wir ziehen den nächsten Würfel und es ist ein Oliver. Okay, ich habe mich entschieden, hier diesen Druck erstmal zu aktivieren. Ich habe 2 Pins, das heißt, ich muss mich hier erstmal versuchen zu entpinnen, zu aktivieren. Aber dann Sehr gut. gehen die Jungs down. Grandioses Würfelergebnis. Ja, das Problem ist, dass das schon schnell passieren kann bei regulären. Aber du hast nochmal gezogen. Das ist Ich habe nochmal gezogen, richtig, aber gleiches Problem hier im Zentrum. Auch die Kameraden. so, wenn das jetzt eintritt, dann schmeckt das richtig. Schweingang. Verdammt. Okay, Problem, was ich hier erkannt habe, Haben die Moralwert von 9, die Boys? das sind reguläre, genau, -2. 8, 7. Ne, und Ja, 7 habe ich, also passt das. Problem, was ich hier gesehen habe, ist der Flamer. Den hat Flo natürlich noch nicht aktiviert. Der kann mir hier jetzt noch gefährlich werden. Ich muss versuchen, irgendwas hier zu retten. Werde etwas minimal zurückgehen mit einem Advance, so dass ich die hier sehe. Und bin natürlich jetzt ein bisschen exponiert. Das heißt ein bisschen ganz schön exponiert. Aber ich muss hier auch irgendwas jetzt machen. Also das Ziel ist, falls wir das noch nicht erwähnt haben, einfach den Gegner maximal zu eliminieren. Das heißt, wer Einheiten ausschaltet und einen Order Dice bekommt, hat praktisch einen Siegespunkt. So, ich bin mit der Einheit ins Zentrum gegangen und möchte jetzt hier die Veteraneneinheit mit den 3 Leuten noch angreifen bzw. beschießen. Und wir haben hier eine MP, die kommt noch ran, ist lang. Dann haben wir nur noch Bar und Gewehrschützen. Die sind alle in Quartz. Okay, wir fangen an mit der MP. Die ist lang, das heißt auf die 4. Bewegung gibt es nicht, Deckung hast du nicht, aber ich habe noch einen Pin. Das heißt, dass die MP trifft jetzt nur auf eine 5. Ja, da kann ich mich nicht beschweren. Aber es sind Veteranen, das heißt, ich brauche nochmal eine 5. Ja, 1. Das ist ein garstiges Würfelergebnis. Wird da nicht auch nochmal ein Pin abgezogen? Nee, ich lege mal einfach einen jetzt mal kurz um, nur für das Ergebnis. So, und dann haben wir Schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. So, und die sind auf die 4. Eins, 2, 3, 4 immerhin. Und aber auch hier muss ich wieder eine 5. Das wird hoffentlich so wirklich nichts. Ja! Siehst du? Okay, die Veteranen sind noch ein bisschen im Rennen. Genau, du musst nicht checken, du hast ja nicht mehr verloren. Und sie sind jetzt ein kleiner Trupp, was für dich mehr Pain bedeutet. Das stimmt, das ist auch positiv für dich in der Hinsicht, da hast du recht. Jo. Okay. Ich ziehe mal eben noch den neuen Würfel, Flo mit seinen Deutschen. Sehr gut. Okay, Flo hat sich hier entschieden, diesen Trupp, also die Flanke jetzt offen zu lassen und verlagert jetzt praktisch den Trupp hier ins Zentrum, um jetzt hier noch mehr Druck aufzubauen. Das ist jetzt eine gar nicht mal so schlechte Aktion und somit hat auch mein Trupp jetzt hier über der Flanke natürlich auch das Problem,
mal nicht so eben an den Feind jetzt ranzurücken und ich bekomme halt im Zentrum noch mehr Druck. Ja, alles klar. Dann heißt das, wir ziehen einen neuen Würfel und haben nochmal Grau. Dann kann Flo weitermachen. Okay, was machen wir? Ja, ich probiere einfach nochmal mein Glück. Mhm. Und zwar werde ich den Mörser nochmal eine Feuerleitlösung geben. Mhm. Vorerst dieser Trupp. Okay. Entfernung, ja, ich denke mal jetzt pummelige 24 Zoll oder sowas. Ja, ja, solange es ja nicht 12 ist. Ja, es sind bloß 25. Ja. Okay. Ja, dann Feier. alles außer eine 6, bitte. Deswegen nehme ich jetzt auch den, weil ich schon eine 6 habe. Wow, Hat Schwein nicht gehabt. geschmeckt wie eh und je. Ja gut, der wird sich dann nächste Runde auf eine 5 treffen lassen, aber da er sich eh verschieben wird, ist es schon wieder hinfällig. Ja. Gut, Ja. dann hast du den und ich mach mal weiter. Okay, ich habe mich entschieden, den Scharfschützen Feuerbefehl zu geben. Und er sieht diesen Trupp, der sich jetzt hier vorhin verlagert hat. Und wir haben hier 23 Zoll. Das heißt, die sind in Reichweite. Und dann würde ich die beschießen. So, der ignoriert ja eigentlich sämtliche Treffermodifikatoren außer eigene Pins und fehlenden Assistenten. Das haben wir alles nicht. Das heißt, wir treffen jetzt hier auf die 3. Ja. Und es ist keiner. Also da wieder Ach ja. reingefehlt. Der Scharfschütze, die Waffe der Wahl. So. Wir haben den nächsten Würfel gezogen. Es ist nochmal der Amerikaner. Ich würde es hier kurz halten und auch hier ein Snap to Action machen. Und das passt. Das heißt, Offizier und Veteranentrupp bewegen sich nach vorn. Ich starte mit dem Veteranentrupp und würde jetzt hier zu dieser Ruine mich bewegen. Zap, 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 zap und zap. Okay, das ist ein Run. Und der Offizier wird sich ein bisschen im Hintergrund bewegen und macht einen Run hier rein. 1 Zoll Abstand. Und ist da. Auch wir verlagern uns jetzt ein bisschen mehr Richtung Zentrum, um meine Truppen noch den Arsch zu retten. So, nochmal ich und dann hast du noch einen Würfel drin. Das heißt, ich habe nur noch den Mörser. Ich habe hier eine 5 liegen. Auf was hatte ich denn vorhin geschossen? Du hattest Auf den geschossen Trupp auf hier. den Trupp auf der Oh, Straße. der hat Ja. sich nicht bewegt. Ne, Oh, oh. das stimmt allerdings. Schwierig, Da gibt es jetzt erstmal einen vierten Feuerbefehl. aber der wird einfach nicht klappen, weil ich einfach ein Kind des Glücks bin. Ansonsten werde ich hier gleich richtig mies wieder drangsaliert werden. Das denkst du. Pass auf. 1. Das schmeckt. Okay. Glorreich. Theoretisch würde ich dich jetzt auf die 4 in der nächsten Runde treffen, wenn du da dich nicht wegbewegst. Ja, dann hast du noch einen Würfel. Und dann schauen wir mal. Okay. Ja, mein absoluter Lieblingstrupp der Deutschen begibt sich erneut auf die Reise, weil in den letzten Spielen hat er mir sehr viel Hier? Freude bereitet. Und zwar der heißblütige Hans, der verschiebt sich nochmal ein gutes 6 Zoll nach vorne Oh no. an eben jede Hauskante, weil ich habe bisher eines gelernt, nämlich Veteranen und Flammenwerfer vertragen sich eher schlecht. Mm, Und ja, ein glorreiches Unterfangen ist ihr Auftrag. okay. Also warten die erstmal noch auf weitere Anweisungen und auf ihr erstes Opfer. Definitiv. Und deshalb endet auch Runde 3. Richtig. So, jetzt wird's interessant. Jetzt geht's hoch her, haben wir gerade festgestellt. Runde 4. Wer Ich ist... könnte jetzt den grauen Würfel echt gut vertragen. Das glaube ich. Und es ist ein Oliven? schmutziger Oh, Amerikaner. oh. Heieiei, was machen wir jetzt? Das wird jetzt richtig tricky. Ich glaube, ich muss den regulären Trupp versuchen zu aktivieren.
für einen Feuerbefehl auf den Flamer, bevor der mir jetzt alles kaputt macht. Aber ich muss natürlich checken. Es ist immerhin ein Pin. Auch das habe ich schon mal vergeigt. Oh. Okay, sie sind ready. Sie bleiben stehen. Und ja, kannst du mal eben kurz die Distanz abmessen? Aber selbstverständlich. Von den Leuten zu deinen Flamer. Also wir haben hier ist eine MP. eine Distanz von Der ist lang. 9,5 Zoll. Okay, und dann sind die anderen alle kurz. Ja, 10, 11. Ja, okay. Also MP ist extra, den würfeln wir als erstes. Du hast natürlich die Möglichkeit, Flo, down zu gehen. Das heißt, du könntest keine Aktion machen, aber du hättest einen Schutz. Okay. Alles klar. Gut. Bewegung ist uninteressant. Ich habe aber lange Reichweite für den MP-Mann. Das heißt, auf die 4. Flo ist ein kleines Team. Auf die 5. Aber keine Deckung. Also erstmal auf die 5 für die MP. Oh, eine. Das schmeckt schon wieder gar nicht hier, ey. Ich versuche gleich zu verwunden auf einen Veteran aus 5. Nope. Guten Pin kriegst du sowieso schon mal. Den lege ich dir schon mal hin. So, was haben wir dann noch drin? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wieder 8 Schüsse, 2 Bars und die restlichen Gewehre. Jetzt wird's interessant. 4 und 5 wieder, ne? Genau. Genau, nur die 4 wegen kleinen Team. 1, 2, 3, 4, 5, aber der wichtige Wurf kommt ja erst noch. Ja gut, aber 5 Würfe ist schon echt ganz schön viel, ey. Ja, gut, trotzdem muss man... Siehst du? Ja! Das meine ich halt, ey. Voll reingefällt wieder. Durchs Feuer. Scheiße, ey. Meine Güte. Ja, das haben sie schon mal gerettet. Schön. Den Beschuss. Das ist gar nicht schön. Das schmeckt. Ja, ich zieh mal den nächsten Würfel. Ich glaube, der kommt auf jeden Fall noch zusammen. Beschuss. Aus dem Pin nicht raus, das wär's doch, oder? Ja, das kann auch passieren. Ja, jetzt muss ich aber das nächste Mal. Ignoriere ich jetzt die mit dem Trupp? Die haben immerhin 2 Pins, vorhin schon vergeigt im Moralwurf. Oder versuche ich jetzt mit den Veteranen? In der Hoffnung, den jetzt kaputt zu machen. Oh, ey, das ist, ich weiß nicht. Oder versuche ich andersweitig zu laufen? Weißt du was? Ich lasse diese Aktion erstmal und aktiviere den Mörser, weil Flo's Leute haben sich immer noch nicht bewegt. Ich heißt, würde die jetzt auf die 4 treffen. Oh, das ist hässlich, stimmt. Das wäre richtig krass. Deshalb mache ich das mal. Mörser auf 4. Bisschen eine 1, also. Oh ja. Mann, ey, es gelingt nicht. Also jetzt habe ich Katastrophe. Den Teufelskreis durchbrochen hier, ey. Ja, jetzt habe ich aber richtig reingefehlt hier, ey. Also das war die beste Chancenmörserei, die wir je hatten im Spiel. Das ist echt mal. Oh, nächster Würfel, aber ich ahne, Wenn du jetzt kommt. wieder dich selbst ziehst. Nein, Ja! jetzt wird's krass. Advance! Quatsch, ich mache einen Snap to Action. Jo. Ich suche vielleicht noch ein Würfelchen aus. Weil jetzt will ich hier endlich mal vernichten. Toten verderben ist mein Auftrag. Okay, Also, ich habe vor, ich lasse die aber hier so stehen, da haben die wenigstens noch ein bisschen Deckung vor dem anrückenden Trupp. Ich will den Trupp hier jetzt maximalst aufreißen oder halt so massiv pinnen, dass er für den Rest seines Lebens in Deckung gehen muss. Weißt du, was ich da machen werde, Flo? Ich würde hier tatsächlich jetzt den Trupp auf Down setzen. Ich kann das ja als Angriffsreaktion ja machen, auf den Schuss. Ne, weil wenn du mir den jetzt wegheizt, wäre das ja praktisch schon Befehlswürfe für dich im Sack. Deshalb müssen die jetzt auf Down gehen. Das heißt, du triffst ja nochmal um 2 schlechter. Jetzt muss ich dir gerade wieder was sagen. Ne? Ich habe halt gesagt, dass ich irgendwas mache. Du hast halt darauf reagiert, muss ich das jetzt durchführen. Ja, klar. Ja, das ist schade. Ansonsten nicht sagen, ja, also ich habe bloß angetäuscht. Ja, du musst den Gegner ja die Reaktion gewähren. Deshalb kommst du ja eh nicht dabei rum. Solange ich keinen Befehlswürfel habe, kann ich das machen. Ja, aber du kannst ja trotzdem drauf schießen jetzt, Wir ne? sind ja beide auf kurze Distanz. Genau, Das sind 4. du kriegst ja jetzt nur den Down on top. Das ist eine MP. MP lange Distanz.
Das ist die Und 4. 2, 3 Gewehr, Sturmgewehr 45. Jetzt musst du nur mal eben kurz gucken, weil die MP ist ja jetzt lang, hast du gesagt, ne? Genau, Das sind die 2 MP ist Schuss. lang. Das heißt auf die 4 und durch das Down 5, 6. Genau. Muss noch einwürfeln, weil es sind ja 2 Schüsse MP. Ja, ich vergesse es immer, dass ich MP doppelt schieße. Ja, mach so. Ist okay. Alles klar, MP ist raus und die anderen jetzt auf die 5. Also Flo schießt jetzt Einmal. wirklich alle. 3, Nope. das reicht nicht. Nein. Super. Ist nur der Pin geht hoch. Das war wieder mal richtiger Müll. Ja gut, durch den Down, ne? Weil sonst hättest du die höchstwahrscheinlich abgeräumt. Das war das halt, das Problem. Ja. Hast du hier eigentlich getestet? Nee, du hast hier nicht getestet. Ja, teste jetzt nochmal nach. Das ist jetzt nicht das Problem. 6, 7, 8, 9. 9, aber der Offizier, ja, dann kannst du den wegnehmen. Sonst hättest du auch um 1 schlechter treffen müssen durch den Pin. Die nächste Bewegung von meinerseits ist eigentlich auch schon klar, weil der Trupp, der hat jetzt echt schon genug Mörserfeuer gefressen. Mhm. Er verschiebt sich jetzt hier so ein Stück weit in die Ruine, damit er hier nicht so einsehbar von da drüben ist. Okay. Die MP natürlich ganz vorne, weil ich aus früheren Fehlern gelernt habe. Das Distanz jetzt waren ca. 4 Zoll. Das ist jetzt sehr ein wenig aufregend gewesen. Genau. Mhm. So, dann prüfe ich jetzt mal hier die Distanz. Ich habe jetzt nochmal 12 Zoll im Wickel. Und endlich kann der Unterführer auch mal hier seines Amtes walten. Mhm. Was mich natürlich sehr freut. Okay, also wird die MP lang sein. Genau. Und die Wir haben anderen. eine MP auf lange Distanz, trifft auf 4, weil keine Deckung. Genau. Eine 6. 6. Und jo, Eine noch eine 6. 6. Kannst du nochmal picken. Und No. eine 2. Also nichts gepickt, aber abgeräumt. Genau, gib mir schon mal einen Pin. Ein Kamerad ist schon mal weg. So, dann nehme ich hier den Gewehrschützen raus. Und jetzt können deine restlichen Leute noch schießen. Sind die Gewehre in kurz? Wir haben hier 13 Zoll aus der Mitte des Trupps zu deiner Mitte des Trupps. Roundabout. Okay, dann 13 sind die ist es Gewehre lang. Gewehr lang. Genau, Gewehre sind lang. 1, Und das, 2, 3, 4. genau, 4 Gewehre. Treffe ich ebenfalls auf eine 4. Nee. Ach nee, stimmt, am spätesten wieder, ja. Genau. Deutsch. 5. Ja, eine ist dabei. Und jetzt nochmal auf die 4. Nope. Snake Eye, klasse. Und jetzt, Kommt das MG. genau, 5 Schuss. Aber das hat, Ebenfalls wieder bewegt. genau, aber hat kurz. Das heißt auf 4. die 4. Jetzt will ich hier Verwundungen sehen. Ja, 2. Lächerlich. Und jetzt Warum sind noch die mal auf die MG-Schützen immer 4. so schlecht? So. Jö, Das ist 2 für weg. euch. Ah. So, Pin haben wir schon hochgesetzt und dann nehmen wir jetzt nochmal 2 Yogis raus. Aber ich muss nicht checken, ich habe nicht die Hälfte verloren. Von daher, ja. Aber trotzdem ist dieser Trupp jetzt auch schon sehr dezimiert. So, wir sind jetzt mit der Runde 4 fertig und wir geben euch jetzt eben noch mal eine Zusammenfassung, was hier passiert ist. Ja, mein Sniper hat hier wieder eine göttliche Sniper 1 gemacht, als Flo sein Trupp hier noch stande. Also nichts getroffen. Hier hatte ich jetzt ein bisschen Schiss gehabt um meine Veteranen durch den Flammenwerfer von Flo. Bin deshalb hier nochmal weiter in einem Bogen in der Flanke weitergerückt. Habe ich jetzt hier mit dem Offizier positioniert, um jetzt zu checken, wie es jetzt im weiteren Rundenablauf hier im Zentrum vonstatten geht. Flo hat aus diesem Grund seinen Flammenwerfer jetzt auch noch mal ein bisschen zurückgezogen, riskiert da auch so praktisch noch nichts, hat aber stattdessen einen Heerestrupp jetzt hier auch noch zusätzlich in die Flanke gezogen. Der steht jetzt praktisch hier, also noch mehr Macht jetzt im Zentrum aufgebaut. Und was ist sonst noch passiert, Flo? Ach so, dein Mörser hat auch reingefehlt. Ja, der Mörser hat wieder versucht, die Veteranen unter Feuer zu nehmen, was aber ja wieder mal ein Drama geworden ist. Genau. Ja.
Hat also nicht funktioniert. Nein. Ansonsten ist es das jetzt auch gewesen. Und jetzt geht's in die Runde 5. Genau. So, Runde 5. Erster Würfel. Es ist ein Oliver-Würfel. Okay. Unschöne Szene spielen sich wieder mal ab. Ja, ich weiß noch nicht, zumindestens, ob das für dich so unschön ist. Aber ich werde jetzt erstmal versuchen, im Zentrum mit den Einheiten noch das zu reißen, was möglich ist. Das heißt, die erste Einheit hier direkt in der Mitte versucht sich zu entpinnen für einen Feuerbefehl. Hier, auf die 8. Oh, es ist ein Fuba. Es ist ein Fuba. So, ein Fuba heißt, die haben jetzt richtig Probleme. Das heißt, eine 3. Da muss ich eben in die Tabelle schauen. Ja, 3 war Panik. Das heißt, ich musste jetzt von der nächsten Einheit, in dem Fall war das diese Einheit, direkt wegrennen. Und bin jetzt hier am Arsch der Heide so gesehen. Und ja, schade. Das heißt, Flo zieht den nächsten Würfel in dem Drama. Es ist grau. Okay. Let's go. Snap to Action. Ja. So, jetzt muss ich prüfen. Oh, bitte, das sieht relativ weit aus. Sind die noch dran, die Bres? Na, hier ist der Offizier. Ah. Drüber, oder? Komm, wir gucken mal genau. Zack. Ah, komm, ich gewähre dir das. Ganz knappe Kiste. Du kannst die noch mitnehmen. Da drücken wir mal auf jeden Fall ein Auge zu. Das heißt, Flo aktiviert den Offizier mit Snap to Action auf seine Veteranen und auf diesen größeren Infanterietrupp noch mit den Gewehren. So, das kann ich mir jetzt erstmal nicht schön durch den Kopf gehen lassen, wie ich das will. Also, ich habe ja gerade nichts mehr zu verlieren. Den Scharfschützen ignoriere ich jetzt einfach mal volles Brett, weil den seine Schießleistungen waren bisher nicht so überragend. Das stimmt allerdings. Deswegen kriege ich jetzt so nah an deinen Trupp ran wie möglich. Nämlich fast die kompletten 6 Zoll. Ja, dann bist du sowieso im Point Blank. Das gibt ja schon mal wieder einen Bonus für dich. Ich überlege, wo ziehe ich die? Ich lasse die erstmal noch stehen. Ja. Also, du willst erstmal nur diesen abhandeln, okay. Ich gehe auch nicht down, weil das kann ich mir jetzt leider auch nicht mehr erlauben. Deshalb kannst du schießen. Und ein Sturmgewehr. Ich treffe jetzt auf eine 2, ist das richtig? Das ist richtig, wegen Point Blank. Ja, So, außer ein. Und dann sind das reguläre. Ja, schon mal 2 weg. Gut. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das ist die Hälfte. Das heißt, ich muss jetzt hier checken. Ja, ich habe jetzt hier nur noch einen Gewehrschützen und einen Barschützen. 2 Gewehre raus. So, ich muss checken, habe schon eine 3. Und bin ja jetzt auf 4 hochgerutscht, auf 4 Pins. Das ist jetzt, also ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe. Auf die 5. Ja, es ist eine 7, die gehen nach Hause. Ole, ole. Das ist dann der erste Order, da ist für dich. Du kannst den Würfel aus dem Sack ziehen, weil die ja noch keinen Befehl bekommen hatten. Also sind die raus. Damit hast du den ersten Siegespunkt eingefahren. Dann lege ich mal hier einen Advanced hin für die. Und dann kannst du jetzt hier mit dem Offizier oder mit dem Trupp da hinten weitermachen. Mein Offizier, der macht dann eine Laufbewegung. Einmal hier quer durch die Heide. Um dann in der nächsten Runde nochmal ein kleines Inferno zu verursachen. Okay, also ein Run ins Zentrum wieder zurück. Alles klar. Und dann kannst du jetzt diese Truppe ist halt hier noch in Charge. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die gerade nicht so die grandiose Position haben. Du kannst natürlich mit denen aber auch noch hier wieder reinrücken und versuchen die noch. Wobei, die sind jetzt down. Die sind down und echt weit weg. Die sind trotzdem down da hinten jetzt noch. Ja, die sind down. Die haben dann... Boah, das ist richtig ekelhaft. Ja, die haben ja praktisch reingefehlt, ne? Ansonsten musst du dich jetzt praktisch ja um die Flanke hier kümmern. Ja. Weil sonst hast du ja jetzt sonst nichts, was du ernsthaft jetzt irgendwie als Ziel deklarieren kannst.
Genau, dann mache ich das. Dann werde ich jetzt diesen Trupp Da rein advancen hier in die Mitte. genau. Mhm. Genau. So. So. Jetzt hier ein bisschen hinstellen, damit die Absicht langsam klar wird. Weil die deinen Veteranentrupp noch mal ein bisschen an die Wäsche gehen wollen. Mhm. Das ist natürlich wieder alles sehr problematisch, weil das Treffgeschick dieses Trupps hat sich bisher noch nicht unter Beweis gestellt. Ja. Flächendeckend ausgerüstet mit Karabinern und einer MP, die sowieso auf diese Distanz wieder unzureichend treffen wird. Ja, Wahrscheinlich gar nicht. eine lange Distanz. Ja, es ist lang. Die Frage ist, können schon alle sehen. Ist gut. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gewehre. Ja, ich sehe 5 Mann vom Trupp, wenn ich hier rüber lunze. Mhm. Ja, wenn man so müsste- sieht. Das passt schon. Wir können ja mal spaßenshalber mal den Laser hier einsetzen. Der Hauskanne, genau. Genau, ja. Hier siehst du den größten Teil des Trupps. Das heißt, die profitieren da jetzt auch nicht von Deckung. Ja, da kannst du im Prinzip nur mit Malus Lange von... Distanz, Bewegung 5. Genau. Das sind jetzt 6 Karabiner. 6 Gewehre. Ja, 2. Stücke mal hin. Und dann sind das aber jetzt die Veteranen, also auf die 5. Also der Pin ist schon mal da. Der Pin ist da, genau. Ja, einer weg. Ich leg den Pin hin. Hab schon Ja. dabei. Ja, dann nehmen wir hier einen Gewehrschützen jetzt weg. Okay, ja, das war ja trotzdem erfolgreich. Das heißt, der nächste Würfel. Bist du dran oder ich? Zieh mal. Ja, ist mir wurscht. Es ist Oliv. Tja, was haben wir jetzt noch hier? Gut, wir müssen jetzt mal den Sniper aktivieren mit einem Feuerbefehl. Ich würde jetzt hier auf den Trupp in der Mitte schießen. Ich denke mal, das sind jetzt keine 12 Zoll. Nee. Also, Das sind locker 18, 19. ja, denke ich auch. Ja, 19. Gut, das heißt auf die 3. Ja, er hat getroffen. Super, da krieg ich schon mal den Pin, aber kein Treffer. Keine Verwundung. Ne, ich muss ja jetzt noch. Ich weiß, aber ich kenne dich doch. Ja, super. Ja, Ja. als Sniper, ne? Irgendwie hat man nie so richtig Glück mit dem. Egal. Nächster Würfel. Ja. Ja, dann bin ich das nochmal. Wieder Snappy Snap oder? Ich würde jetzt weiterhin mal mit dem Mörser agieren. Auch nochmal ein Feuerbefehl. Die 4 gilt ja nicht mehr. Das heißt, ich muss jetzt nochmal neu anvisieren in der Mitte und brauche dafür wieder eine 6. Jö, keine 6. Ja. Das sind immer so diese Momente, wo es nochmal interessant werden könnte dann, ne? Ja gut, der muss einmal treffen Ja. und dann ist es meistens, weißt du ja, ne? Hat man ja schon. Flammenwerfer. Genau. Und der trifft es vorbei. Okay. Ja, dann kannst du den nächsten Würfel ziehen. Ja, nochmal ich. Ja, was haben wir denn noch Feines? Wir Das haben noch 2 Truppitrups. 2, ne? Ja. Ja gut, ich habe den Offizier. Müssen wir snappen oder was? Ah, ich weiß nicht. Das Problem ist, Dann mache ich was richtig Wildes. ja, das Problem ist, der Flammenwerfer wird mir irgendwie Schaden zufügen da. Weil ich muss ja jetzt auch mit dieser Einheit, die Veteraneinheit hat ja jetzt effektiv noch nichts gemacht. Ja, ich werde jetzt das ist mir jetzt egal, der wird mir jetzt eh in die Flanke fallen. Ich werde jetzt mit der Einheit hier nochmal vorrücken, wobei ich muss es eigentlich gar nicht, ich kann stehen bleiben. Du hattest ja hier lange Reichweite mit den Karabinern, also werden meine auch sein. Aber meine Bar höchstwahrscheinlich kurz. Ich werde da stehen bleiben und hier diese Einheit beschießen. Das werde ich machen. Dafür muss ich erstmal checken,
ob das überhaupt funktioniert. Gott sei Dank steht der Offizier daneben. Gott sei Dank weg, der Pin. So, dann haben wir, kannst du bitte noch mal messen hier eben? Gerade jetzt wegen den Barschützen, die stehen hier beide. Ob das jetzt 15 oder mehr sind, ob die jetzt halt kurz oder lang sind, das ist die Preisfrage, warte. So, ja. Das sind 16. Okay, dann sind die auch lang, alles klar. Ja, dann kannst du den Pin wegnehmen und dann haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9 lange Gesichter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, die meisten Einheiten sehe ich, außer ist es nur lange Reichweite. Ja gut, du kannst gerade einen zweiten Pin auf die drauf kriegen, auf die Jungs, ne? Ja. Also auf die 4. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Treffer. Und ich brauche jetzt eine 4, weil das reguläre sind. Oh, einer ist raus, den muss ich nochmal würfeln. Das sind 3, mit 2. 2 nur. Einen kann ich picken, da war eine 6 dabei. Ist aber eine 5. Also 2 Leute musst du rausnehmen und Pin geht hoch. Okay, 2 Gewehrschützen, Horido. Gut, und hier mache ich mal den Pin auf 2. Ja, ich habe den nächsten Würfel bekommen. Ich würde jetzt... das ist halt alles ein bisschen kriminell, weil der... Weißt du was? Ich schieße jetzt mit dem Offizier dann Spotlight rum ab. Weil, wenn ich jetzt hier vorgehe, weil die haben ja nur eine MP. Du müsstest über deine Truppen gehen, weil du nicht über sie drüber schießen kannst. Ja, ne? ja, das kann ich ja machen. Also durchlaufen kann ich, das wäre nicht das Problem. Da würde ich vielleicht hier jetzt irgendwo mit 6 Zoll stehen. Ja, was passiert? Dann kommt der Flamer. Ja, Hans. Und dann hast du noch einen Punkt. Also, auch wenn mir das relativ wenig jetzt bringt. General S. Patton hat schon geschmeckt noch diese Runde. Ich schieße den Spotter jetzt ab, bin da im Point Blank und habe 4 Schüsse MP. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das schaffst, ihn zu vernichten. Aber denk dran, es gibt keinen Würfel. Also er hat ja im Prinzip nur die schwere Deckung. Das heißt auf die 4. Ja, ein nur. Und dann ist es Spotter vom regulären Mörser. Also 4? Ja! Ach ja, das ist auch ein guter Hans-Jo. Ja. Ja, damit war es das, glaube ich, für mich. Ne? Du hast jetzt noch deine restlichen Befehlswürfel. Ja. Und dann geht das Drama los. Weiter geht's. Let's go. Genau. Meine letzten 3 Züge, da ich gerade nicht so viele Würfel bekommen habe, das ist jetzt die Nummer 1, dass dieser reguläre Trupp, ich habe ganz kurz schon mal ein bisschen gelasert hier, durch die Häuserschlucht eine wahrhaft formidable Sicht auf den Veteranentrupp hat. Ja. Einziges Problem natürlich wie immer, der MP-Schütze ist und bleibt Schweigewaffe. Ja. Ja. Wir haben jetzt hier eine durchschnittliche Distanz von 14 Zoll, das ist auch lange Reichweite für den Karabiner, aber keine lange Reichweite für das LMG. Ja. Genau. Da würde ich jetzt direkt mal anfangen mit den Karabinern. Das sind ja 1, 2, 3, 4, die auf eine 4 treffen. Ja. Einer immerhin. Ja, immerhin. Kannst du schon mal versuchen zu verwunden auf die 5. Nö. Nö. Gut. Haben wir den Pin. schon mal weg. Pin, den gibt's auf jeden Fall schon mal. Ja, Pin an dich. Dann kommt das LMG. Das wird jetzt hoffentlich richtig schmecken. Auf die 3. So, da habe ich einen Stich. Ja, sieht gut das aus. sind schon mal 4 4 Treffer. Und jetzt aber auf die Wenn da 5 jetzt wieder. 2 Fünfen dabei sind, wäre es echt wahnsinnig formidabel. Und es ist nur ein. Einem, immerhin. Aber gut. Ein Veteran weniger, ne? Das ist Ja. halt trotzdem schmerzhaft. Also nehme ich hier nochmal einen weg. Genau. Gut, dann hast du den So. Trupp abgehandelt.
Dann, der Spotter hat sich gedacht, nimm mit mir. Ja. Und weist halt jetzt in einer heroischen Aktion den Mörser dazu an, fast direkt in seine eigene Basis zu schießen. Ja, gut, ist ja immer noch Genau. ausreichend Platz. Von daher. Halt ihren Lauf nehmen. Treffen natürlich auf eine 6. Ja. Heute trifft kein Mörser, hä? Heute ist Mörser auch scheinbar. Also wieder mal skandalös vorbeigemörsert. Ja. So, dann sind wir bei Hans, dem heißblütigen. Mhm. Und der riecht schon langsam Lunte. Also nächste Runde möchte der echt noch mal was zu tun bekommen. Und er wird sich jetzt einfach nur seine 6 Zoll Bewegung in diese Ruine rein verkrümeln, damit er schon mal ein bisschen Lunte riecht aus dem Fenster. Und sich dann langsam aber sicher in die richtige Richtung bewegt. Ja, damit hast du alle weg, ne? Das heißt, Runde, Ende. jetzt kommt die letzte Runde. Du hast bisher einen Befehlswürfel. Also eigentlich muss ich bloß keinen Trupp mehr verlieren. Das stimmt. Eigentlich kannst du auf Safe spielen. Wir werden sehen, was jetzt in 6. Runde noch passiert. So, die letzte Runde beginnt. Runde Nummer 6 und wir fangen an mit Uli. Ja, das kam überraschend. Ja, gut. Ich muss ja mit einem Snap to Action jetzt hier verfahren. Das heißt, ich nehme noch einen Order Dice raus und werde mit den Veteranen anfangen. Ich muss die erstmal entpinnen. Yep, der Pin ist weg. So. Ich muss irgendwie aufs Ganze gehen. Ich werde hier noch vorrennen zu dem Haus, um die Distanz maximalst zu verkürzen. Und auf den Flammenwerfer schießen, auch wenn er jetzt in schwerer Deckung ist, aber ich bin im Point Blank. Du triffst auf 4. Genau, ich treffe auf die 4. Ja gut, das ist immer noch ein gutes Ergebnis für mich, Natürlich. damit kann man arbeiten. Ich habe 2 MPs, 2 MP-Schüsse und 3 Bars. 3 Bars, genau. Und dann habe ich noch 2 Gewehrschütze, richtig? Ja. Ja. Den Rest So. habe ich dir glorreicherweise schon rausgeschossen. Ach nee, ich habe noch ein kleines Team. Ich muss drauf auf die 5. Stimmt. Ah, Das sind ja hast du doch vergessen? noch glorreicher. Ja, das hat man jetzt wirklich fast wieder. Also auf die 5. Ach, bitte, 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 bitte. Hans, 2, Oh, 3. 3 Treffer nur. Okay, na gut, aber Und manchmal... jetzt nochmal die 3. Also nochmal die 5 mit 3 Schüssen. Na, wird nichts. Einer. Oh, du musst checken, Flo. Du musst checken. Gestanden. Passt. Okay. Ein Pin, einer weg. Also Hans ist noch im Saft. Ja gut, das hat man schon mal gehabt, dass Hans Last Man Standing gemacht hat. Ich versuche trotzdem mit dem Offizier nochmal nachzugehen. Mache hier auch die 6 Zoll. Die Burschen haben ja die MP. Das ist aber kurz. Die sind nicht im Point Blank. Das heißt, Kleiner Trupp, schwere Deckung. ist die 6 nämlich. Ja. Es geht noch ein höher. So, es sind 4 Schuss. Reicht es? Eine 6. Ah, das ist wieder dünnes Eis. Kommt die 5? Hans, du machst das. Du kannst noch down gehen, Flo. Nein. Ah! Schade, schade, schade. Da kann Hans eigentlich im Haus stehen bleiben und rausbrennen. Das schmeckt ja, Ja. richtig. Du kriegst ja noch einen Pin durch die zweite Einheit, die dich beschossen hat. Das könnte mir vielleicht auch helfen, nicht zu sterben an der Stelle. Ich werde aber was ganz Schlaues machen. Ich werde den Offizier dann so weit rüberschieben, dass er von seinem Moralwert. Ja, Ja. Chancen hast du. Definitiv. Die will ich dir nicht abstreiten. Das ist nochmal Olive. Das Ja. heißt, die Amis wollen jetzt nochmal aufs Ganze gehen. Ich werde den Mörser aktivieren. Jetzt kommt die 6. Pass auf. Ne, Fire. der Zug ist abgefahren.
Feuer auf das Zentrum. Du kannst ja hier auf meinen Spotter schießen. Nee, auf die habe ich doch vorhin schon geschossen. Die haben sich jetzt nicht bewegt, außer ist das die 5. Richtig? Auf die habe ich doch vorhin die letzte Runde gerade geschossen, ne? Die standen doch hier schon die ganze Zeit. Nee, die standen hier. Die habe ich hier hingezogen, um hier rüberschießen zu können. Ja, und dann hatte ich doch mit denen, die standen ja hier, dann hier wieder zurückgeschossen. Ach stimmt, wir sind ja schon eine Runde weiter jetzt, genau. Ja, ja. Ja, ich hatte quasi noch keine Zeit, die Runde zu Wege, so rum ist es jetzt. Ne? Richtig, ne? Wir haben ja gerade erst angefangen, also Chance besteht. Yeah! Das ist nicht wahr, Alter, ey. So, dann machen wir gleich den Mörserbeschuss. Kannst du das mal eben kurz machen? Ja, Freunde des Tabletops, es ist genau das eingetreten, womit keiner gerechnet hat. Dieser vermaldeite Trümmertrupp hier hinten aus der Ecke, der hat es auch jetzt tatsächlich geschafft, einfach mit einer Doppel-6 meinen kompletten Trupp in die Knie zu schießen, weil die 5 sich richtig dicht aneinander gekuschelt haben. Was dann zu einem Würfel für den Anführer der Amerikaner gab. Das ist schon ziemliches Drama hier. Also es bleibt interessant, jetzt steht's 1-1. Genau. Der nächste Würfel ist aber ein grauer, das heißt Flo, möchtest du irgendwie Snap to Action machen oder sowas? Ja, ich mache definitiv einen Snap to Action und ich würde aktivieren nach... Du kannst alle, ja. Ja, ich würde den Flammenwerfer mit aktivieren. Jo, okay. Das heißt 3 Würfel für dich und jetzt Genau. gibt's die dicke Breitseite. Jetzt gibt's richtig Schellen, genau. Gut. So, Flo's Flamer ist hier im Haus. Wir haben gerade abgemessen, 3 Zoll. Er ist praktisch in kurzer Reichweite und du hast einen Schuss, den du jetzt erstmal würfeln kannst. Das ist die 6. Plus So, und jetzt W6. plus genau einen W6. Ja, das sind erstmal schön 11 Treffer, die jetzt hier meine Einheit abbekommt. So, Flo hat wie gesagt 11 Treffer und der Durchschlag ist plus 3, das heißt nur keine Einsen. Oh, Und ich sehe den Druck definitiv. ja, das sind ja keine Ahnung wie viele Würfel. Das sind ja mehr als die da überhaupt stehen. Ja, Kann ich erklären, ob deine Offiziere wegbrennen. leider nicht. Aber die Veteranen sind komplett weg, wie wir es uns schon gedacht haben. Ja, da kannst du die mal eben... Hans hat definitiv mit seinem Flammenwerfer Dinge getan. Einen Pin musst du noch liegen lassen, weil Stimmt. du Ich tust bin ja nur von auf eins auf runtergepinnt. auf dem Offizier, der macht ja nur einen, genau. Also hat er immer noch einen Pin. Durch die Gasse. Okay. Der Heerestrupp Ja. rückt jetzt vor und will jetzt noch den Offizier snacken. Genau. Und sie versuchen hier wirklich alles, was irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Was sind ja aus den Offizier mit hier so als Teil des Trupps. So. Okay, die stehen alle da. So, ich habe jetzt hier roundabout eine Distanz von 6 Zoll vom ersten und 7 Zoll von der Masse. Mhm. Dann dürfte sogar mal der MP-Schütze mal auf eine kurze Distanz kommen. Ist das richtig? Das ist richtig. Wo steht denn der MP? Ne, Ja, der steht MP-Mann steht ganz hinten. hinten. Da haben wir wahrscheinlich schon Distanz. Ach nee, hab ich jetzt wieder echt einen Fehler gemacht. Ne, der ist lang. Dieser unsägliche Unteroffizier da. Ja, gut. In der Realität. So, mal lang auf 4. Nee, das ist ja noch ein kleines Team. Ah, so mal lang auf 5. Ja. Skandal. Nope. Okay, der Unteroffizier dachte sich dann mal, ich muss mir mal ein bisschen Kennleistung zeigen. Dann haben wir 4 Gewehrschützen aus der Bewegung auf ein kleines Ziel. Das sind wir schon wieder bei einer 6. Ist das richtig? Die haben sich bewegt, das 4, kleines Ziel, 5, aber nicht lange Reichweite. Also nur 5. 5 Stück. Ja, 2 Treffer. Das ist gut. Das würde ja schon reichen. Könnte schon noch reichen, genau. 2 2 mal 5. Nö. Das reicht nicht. Pin auf jeden Fall da. Pin ist da. Genau. So. Und dann das MG aus der Bewegung, kurze Distanz 4. Und kleines Team.
5 wieder. Oh Mann, Gleiche wie bei den Karabinern. Wieder 3 Treffer. Und jetzt musst du da nochmal reinhauen jetzt. Jetzt muss er wirklich mal jetzt schon Leistung zeigen. Das ist, wie kann man so eine Scheiße würfeln? Das ist ja unglaublich, ey. Ja, war wohl nix. Ja Leute, dann sind wir hier im Outro angekommen. Ihr habt das Spiel verfolgt, es ging heiß her. 6 Runden, richtig krass am Taktieren und alles. Ja, Flo hat gewonnen. 2:1, er hat 2 Befehlswürfel von mir geholt und ich nur einen. Ja, Flo, wie fandest du es so als Neueinsteiger wieder oder immer noch als Anfänger? Ja. Also ich habe ja mit Tabletop nur so ein bisschen eine Verbindung bisher gehabt, bin bloß ein bisschen in der Taktik drin und lese mich da ganz gern mal ein und ja, beim Spielen lernt man ja relativ schnell. Regelwerk bisher sehr überschaubar. Ja gut, wir hatten jetzt nur Infanterie, das ist ja jetzt ein bisschen verzwickter geworden, aber das war halt echt ein schneller Einstieg. Ich habe jetzt glaube 3 Runden haben wir gespielt, die mit einberechnet. Ja. Ich habe mich mit den Deutschen, mit den Amerikanern versucht, habe da mich ein bisschen in den Flammenwerfer verliebt, was sich heute wieder bestätigt hat. Ja. Aber ja, das Spiel ging halt flüssig, die gängigen Regeln hatte ich eigentlich doch drin und ich habe mir jetzt halt wirklich schon mehr die Zeit nehmen können, wirklich halt mit den deutschen spezifischen Regeln zu arbeiten und da halt wirklich mal mit mehr Köpfchen in das Spiel reinzustarten. Genau. Also du sagst, dass du als Anfänger relativ schnell reinkommst. Definitiv. Ja, also du hast schon klar gesagt, wir haben jetzt keine Artillerie, also wir haben jetzt Mörser als Waffenteam noch verwendet, aber wir haben jetzt keine Artillerie reingepackt und auch keine Panzer oder Allgemeinfahrzeuge. Das wäre jetzt dann nochmal ein paar Optionen mehr, vielleicht noch die eine oder andere Regel mehr. Aber trotz alledem, wie gesagt, für Einsteiger immer extrem gut geeignet und man kommt immer sehr schnell rein. Und trotz, sage ich mal, den relativ schmalen Regelwerk, was man dann letztendlich ja nur noch hat, trotzdem taktisch und strategisch ja immer anforderungsvoll so gesehen. Weil du hast ja gesagt, wir haben 3 Spiele gemacht und jedes Spiel war jetzt anders. Ne? Jedes Spiel war definitiv anders gewesen. Ja, also das ist dann nicht immer wieder der gleiche Senf, dass man da meint, okay, man hat jetzt nur ein paar Regeln, aber es ist ja trotzdem so, auch wenn du schon sagtest, du hast jetzt die Fraktionsregeln angewandt von den Deutschen, ist es trotzdem nicht so, dass ich als Gegner das Gefühl habe, dass ich jetzt überhaupt gar keine Chance oder so hätte. Ne? Nee. Du hast ein paar kleine Bonis dann mehr, ja, genauso wie ich jetzt als Amerikaner dann halt bei der Bewegung schießen kann ohne Abzug und das gleicht sich halt aus. Ne? Ja, also diese kleinen Malis oder Bonusse mit Plus und Minus 1, da merkt man wirklich schon relativ schnell, wie viel Bewegung die das Spiel halt reinbringen, weil dann doch ein Großteil der Pläne nicht so oft geht, wie man sich das ausgemalt hat. Aber ja gut, wir hatten den glücklichen Moment mit dem Mörser, der dann halt mit einer Doppel-6 Das passiert. meinen Trupp vernichtet oder halt der Fuba hier hinten. Ja. Irgendwie an sich war es halt für ihn doof, weil er keine Checkpoints machen konnte, aber ich konnte mir halt auch diesen Würfel nicht schnappen, also Ja, das war eigentlich eine Nullnummer so gesehen. Ne? der Flammenwerfer war auch echt gut mit Ja. der 6 und dann halt noch mit den 5 mit den 11 Würfeln auf den Veteranentrupp, das hat auch Ja. gute Auch Arbeit eingehauen. geleistet. Ja. Ja, das sind die Einheiten, die halt, wie wir es schon mal gesagt haben, entweder treffen sie oder versagen. nicht. Nur wenn sie treffen, dann ist es meistens ja ein Super-GAU für denjenigen und deshalb kann man ja, das auch nicht so böse sein, wenn die halt nicht treffen. Oder halt pauschalisieren. Ja, das stimmt schon. Gut, meine schlechteste Einheit war diesmal wieder so ein bisschen der Sniper. Keine Ahnung, woran es lag. Der hat halt auch nur diesen einen Schuss letztendlich und der hat halt nicht funktioniert. Aber ansonsten, ja, war es eine gute Sache. Ich hätte vielleicht mit den Veteranen jetzt ein bisschen anders taktieren sollen. Da hatte ich einfach zu lange und zu viel Angst vor Flo's Flamer. Klar, ist dann trotzdem in der letzten Runde passiert, aber ich muss ja, wie gesagt, Punkte holen. Aber trotzdem war es eine knappe Geschichte, weil Flo hat ja 2 und ich habe nur 1 Punkt geholt. Von daher. Genau. Also ich war wahnsinnig nervös gewesen, weil ich am Anfang meinen Veteranentrupp schon vom Gefühl her fast geopfert hatte, mal ganz kurz. Ja. Da war ich kurz ein bisschen nervös, aber das Risiko bin ich ja eingegangen, bewusst. Aber der hat halt wirklich bis zum Ende halt noch durchgehalten, eigentlich immer konstant irgendwas ausgeschaltet. Eben, ne? Der Und hat deswegen, bis zum Ende überlebt hier. Hier vorne steht er noch. Genau. Ja, der traurige Trupp ist halt wieder der Mörser, aber ich hatte halt schon eine Runde mit dem Mörser gehabt, da hat er halt doch mal getroffen, das hat richtig reingehauen. Reingehauen, Also, ja. ich kann eigentlich keinen Trupp so den schwarzen Peter zuschieben.
Das Schwierige ist halt bei den Deutschen immer, wenn man einen reinen Karabinertrupp hat, den man halt wirklich viel bewegt. Das ist dann schon echt ein bisschen einfach nur wie ein 7-köpfiger Kugelfang manchmal. Ja, da muss man halt gucken, wie man die Truppe aufbaut. Ne? Ja, aber mit dem LMG drinne halt, das hat das echt schon ein bisschen ausgeglichen. Also war der wenigstens nicht komplett nutzlos. Ja, das stimmt. Bei den Deutschen ist das ja auch mit in den Fraktionsregeln verankert. Die MGs, die sollte man halt auch nehmen. Und das hast du ja dann da auch gemacht und das hat ja auch gut funktioniert. Also im Grunde hat es uns wieder richtig viel Spaß gemacht. Cool, dass Flo hier mit eingestiegen ist und mit mir hier ein paar Runden gezockt hat. Und ja, wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal euch wieder hier ein Spielchen zeigen können. Und vielleicht auch mit Flo, wenn er mich mal wieder besucht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.